Ich bin in Los Angeles geboren und aufgewachsen. Ein kalifornisches Mädchen, das nach dem Ethos lebt, dass die meisten Dinge durch Yoga, den Strand oder ein paar Avocados geheilt werden können. Ich übertreibe natürlich. Aber es spiegelt das Temperament wider, mit dem ich aufgewachsen bin. Mit einer freigeistigen, klinischen Therapeutin als Mutter und einem hart arbeitenden Vater hatte ich immer einen Fuß in zwei Welten, weil ihre Arbeits- und Privatumgebungen so unterschiedlich waren. Meine Mutter hat mich zu einer Weltbürgerin erzogen, die die Augen für die manchmal harten Realitäten offen hält. Eines der Probleme beim Schreiben eines modernen Romans ist, dass die Geschichte so schnell voranschreitet, dass man nicht Schritt halten kann. Ich hätte nie vorhergesehen, dass ein Anwärter auf den britischen Thron, ein Sohn des Prinzen von Wales, ein Enkel der Königin, eine geschiedene Amerikanerin mit einer schwarzen Mutter heiraten würde. Prince Harry und Meghan Markle sind ein Märchenpaar. Und wir lieben sie, weil sie es sind. Ja, das ist eine postmoderne Aschenputtel-Geschichte. Sie kann zum Ball gehen. Sie kann alles haben. Die Uhr schlägt 12 und sie kann weiter tanzen. Ich bin sicher, als Harry Meghan zum ersten Mal traf, war das Erste, was er dachte, was für eine unglaublich attraktive Frau. Er war der begehrteste Junggeselle auf dem Planeten. Er konnte sich jedes Mädchen aussuchen, das er wollte. Es war eine relativ zufällige Begegnung. Sie waren sich noch nie zuvor begegnet. Sie wurden durch einen gemeinsamen Freund vorgestellt. Und als Harry den Raum betrat und diese schöne Erscheinung vor sich sah, wurde ihm klar, dass er sein Bestes geben musste. Und dann, als er ihrem Gespräch zuhörte, wortgewandt, intelligent, weit gereist, aber auch jemand, der ein Menschenfreund ist, da erkannte er auch, dass sie die Richtige für ihn war. Mir wurde gesagt, dass Harry sehr schnell erkannte, dass sie etwas Besonderes an sich hatte. Nach den ersten paar Dates. Die Sterne standen richtig. Alles war einfach perfekt. Diese wunderschöne Frau ist buchstäblich in mein Leben gestolpert und ich in ihres. Er fühlte sich so sicher, dass er sie nach Botswana einlud. Das ist seine spirituelle Heimat. Er würde niemanden einfach so nach Botswana mitnehmen, den er ein paar Wochen vorher kennengelernt hat. Sie verbrachten eine Woche zusammen, teilten sich ein Zelt unter den Sternen. Und das muss der Punkt gewesen sein, an dem sie wirklich entschieden haben, ob es funktioniert. Es war unter den Sternen in Botswana, furchtbar romantisch. Und ich glaube, er hat sich wirklich in sie verliebt. Für viele von uns ist unser Bild von Harry eingefroren in dem Moment, als er bei der Beerdigung seiner Mutter hinter der Lafette herläuft. Und das Nächste, was wir wissen, ist, dass er in Schwierigkeiten geriet. Er hatte eine schwierige Teenagerzeit. Er trank zu viel, er feierte zu viel. Ich glaube, man könnte sagen, dass vieles davon Selbstmedikation war. Er war der aus Nachtclubs stürzte und sich mit Paparazzi-Fotografen prügelte. Er war der seine Badehose in einer Suite in Las Vegas auf die lächerlichste Art und Weise ausgezogen hat. Aber diese Vorfälle waren selten. Und man muss wirklich ein wenig Nachsicht mit ihm haben, finde ich. Harry hat seine Pubertät sicherlich sehr gut überstanden. Es gab vielleicht ein Nazi-Kostüm und solche Sachen, die bei der Presse gut ankamen. Aber er scheint seiner Idee treu geblieben zu sein. Wir wissen, dass er die Regeln gebrochen hat. Die Leute mögen das an ihm. Ich glaube, das macht ihn sympathischer. Er hat sich verändert und sich von einem eigensinnigen jungen Royal zu einem unglaublich beeindruckenden jungen Mann entwickelt. Ich glaube, Prinz Harry wurde zweifellos durch den 10-jährigen Dienst in der Armee geprägt.
Harry hat die Kurve gekriegt und ich glaube, die Armee hat ihn geprägt. Die Jungs machen den gleichen Job wie wir und werden am Boden beschossen. Und ich denke, es ist nichts falsch daran, dass wir auch beschossen werden. Die Leute zu Hause haben vielleicht ein Problem damit, aber wir sind nichts Besonderes, die Jungs da draußen schon. Der Umgang mit anderen Soldaten ist immer eine Bereicherung. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Das war auch in Afghanistan so. Und es war nicht die alte, steife Oberlippe. Es war mehr echte Gefahr und auch Mitgefühl für die Menschen dort. Soldat zu sein war für Harry sehr wichtig. Er ist der Armee beigetreten. Es war ein Kindheitstraum von ihm, Soldat zu sein. Und er war ganz offensichtlich ein verdammt guter Offizier. Was Prinz Harry ausmachte, war zweifellos, dass er 10 Jahre lang in der Armee diente, 2 Einsätze in Afghanistan hatte und an der Front für die Königin und das Land kämpfte. Und er kämpfte nicht nur an der Front, sondern er kam zurück und tat alles, was er konnte, um das Leben der Soldaten und Frauen zu verändern, die an der Front gekämpft, Gliedmaßen verloren hatten, unter posttraumatischem Stress litten und in ein Leben zurückkamen, das nicht mehr das war, das sie verlassen hatten. Harry kam und rückte sie ins Rampenlicht. Und ich glaube, die Invictus Games und Afghanistan haben Prinz Harry geprägt. Ich wollte diese inspirierende Veranstaltung für ein breiteres und internationales Publikum öffnen, um anderen die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Und um die zu inspirieren, die lebensverändernde Verletzungen erlitten haben. Entweder indem sie teilnehmen oder einfach nur von zu Hause aus zusehen. Der unsichere kleine Junge, bei dem es so aussah, als ob alles schiefgehen könnte, hat es auf spektakuläre Weise geschafft. Die Armee wird wegen seines Interesses an Veteranenangelegenheiten immer ein wichtiger Teil seines Lebens sein. Aber bis er Meghan traf, war es wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung in seinem Leben. Man hat das Gefühl, dass seine Reise abgeschlossen ist. Jetzt, wo er Meghan Markle heiratet, ist es, als würde das letzte Stück seines Puzzles an seinen Platz kommen. Ich glaube, Meghan ist eine sehr ehrgeizige Person. Es ist ganz klar, dass sie schon in jungen Jahren auftreten wollte. Ich meine, sie musste ganz unten anfangen. Und es war nicht einfach, die glatte Stange des Ruhms zu erklimmen, um an die Spitze zu gelangen. Es hat sie die erste Ehe gekostet. Es hat sie eine Menge gekostet. Ich glaube, sie war von Geburt an dafür gemacht, etwas zurückzugeben, eine Aktivistin zu sein, sich zu exponieren. Gleichzeitig wurde sie von ihrer Mutter ermutigt, immer auf sich selbst zu achten. Aber die Art und Weise, wie sie es geschafft hat, sich zu einer, wenn auch nicht ganz an der Spitze, aber doch zu einer sehr erfolgreichen Schauspielerin zu entwickeln. Ich war nicht schwarz genug für die schwarzen Rollen und ich war nicht weiß genug für die weißen, sodass ich irgendwo in der Mitte als ethnisches Chamäleon zurückblieb, das keinen Job ergattern konnte. Genau aus diesem Grund hat Suits mein Herz gestohlen. Es war das Goldlöckchen meiner Schauspielkarriere, wo ich endlich genau richtig war. Es war nicht so, dass sie einfach so in die Rolle in Suits hineingeschlüpft ist. Aber die Rolle der Rachel Zane war diejenige, die sie berühmt gemacht hat, die sie zu einem bekannten Namen gemacht hat. Man kann einen Blick auf ihre Erziehung werfen. Ihre Mutter hat einen fantastischen Einfluss auf sie. Wir wissen, dass sie Sozialarbeiterin und Yogalehrerin war. Offensichtlich liegt ihr die Gesellschaft sehr am Herzen. Und wir wissen, dass sie Meghan von klein auf mit Dingen wie den Slums in Jamaika in Berührung gebracht hat, wo sie im Urlaub waren. Sie ist in einem sehr schönen grünen Vorort von Los Angeles aufgewachsen und hat eine gute Schule besucht. Der Grund, warum ihr Vater sich diese Schule leisten konnte, war, dass er im Lotto gewonnen hat. $750.000. Ihr Vater lehrte sie die Tugenden der harten Arbeit. Er arbeitete 80, 90 Stunden die Woche als Beleuchtungsregisseur. Es ist diese Kombination und die Tatsache, dass sie sich immer als Außenseiterin gefühlt hat, weil sie in der Schule nie wirklich zu den Afroamerikanern oder den weißen Mädchen gehörte.
Die Leute waren irgendwie schockiert, als sie ihre Mutter sahen, die Afroamerikanerin ist. Sie dachten, sie sei Italienerin. Sie hat also immer in einer Welt gelebt, in der die Leute rassistische Bemerkungen gemacht haben, ohne zu wissen, dass sie eine Person of Color ist. Und ich glaube, dass ihre Mutter Doria sehr darauf bedacht war, dass Meghan sich darüber bewusst war, in was für einem privilegierten Umfeld sie aufwuchs. Und dass es andere gab, die weniger Glück hatten als sie. Sie musste also von klein auf lernen, nicht nur mit ihren Eltern diplomatisch umzugehen, die sich trennten, als sie gerade 2 Jahre alt war, sondern auch mit der Außenwelt. Sie hat gelernt, sich zu verbiegen. Sie hat gelernt, wandelbar zu sein. Sie hat gelernt, die andere Sichtweise zu sehen. Was ich von klein auf gesehen habe, hat mich zu der gemacht, die ich heute bin. Eine junge Erwachsene mit einem sozialen Gewissen, die tut, was sie kann und die ihre Stimme erhebt, wenn sie weiß, dass etwas falsch ist. Junge Menschen sehen die königliche Familie, wie alles andere auch, ganz anders als ihre Eltern. Und die Tatsache, dass diese Figur, Meghan Markle, geschieden ist, eine Person of Color und Schauspielerin, das ist für sie attraktiv. Es gibt ihnen das Gefühl, dass die Monarchie nicht irgendwie auf einem abgelegenen Podest steht. Es ist nicht etwas, das ihre Großeltern mögen und von dem sie begeistert sind. Es ist etwas für sie. Ich finde, wenn man eine Amerikanerin hat, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt, aber auch von der Königsfamilie akzeptiert wird, dann zeigt das, dass sich Großbritannien als Nation verändert und dass die Königsfamilie diese Veränderung widerspiegelt. Die Königin ist weitergegangen als all ihre Vorgängerinnen, indem sie ihren goldenen Thron verlassen und sich unter die Leute gemischt hat und vorausschauend darüber nachgedacht hat, was den Menschen gefällt. Wir sehen einen Übergang. So langsam er auch ist, er vollzieht sich. Ich denke, die Monarchie hat einen Punkt erreicht, an dem sie weiß, dass sie sich modernisieren, sich weiterentwickeln muss, dass sie das tun muss, um relevant zu bleiben. Und an der Spitze dieser Bewegung stehen die jungen Royals, denn sie sind diejenigen, mit denen sich die Menschen identifizieren können. Prinz William, Prinz Harry und die Herzogin von Cambridge gehen wirklich auf die Menschen zu. Sie gehen hin und treffen alle möglichen Leute. Sie sind sehr offen. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Monarchie. Man sollte nicht behaupten, dass die Königsfamilie nicht anpassungsfähig ist. Sie hat 1000 Jahre des Wandels überlebt und ist an ihrem Platz geblieben. Sie ist brillant darin, sich einen Weg durch die Veränderungen im gesellschaftlichen Leben und die Sitten der Zeit zu bahnen. Sie haben es viele, viele Male getan. Sie haben sich alle paar Generationen neu erfunden. Es ist eine bemerkenswerte Reise, die die Königsfamilie unternommen hat. Und sie zeigt große Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und ich glaube, dass sie relevant ist. Die Monarchie muss für das Volk relevant sein. Wenn das Volk die Monarchie nicht als wichtig empfindet, werden wir keine Monarchie mehr haben. Das Großartige an dieser Ehe zwischen Meghan und Harry ist, dass Meghan stellvertretend für viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft steht. Wenn man an die 70er und frühen 80er Jahre zurückdenkt, war die Königsfamilie eine Monarchie, die man nicht anfassen durfte, mit weißen Handschuhen und großen Handtaschen. Was für ein Wandel in den letzten Jahren. Als ich klein war, hat man mir gesagt, dass das Geheimnis der Königsfamilie in ihrer Distanz liegt und dass das Spiel vorbei ist, wenn sie brechen. Und ich habe das geglaubt. Heute glaube ich genau das Gegenteil, nämlich, dass sie sich der modernen Welt angeschlossen haben und dass das britische Volk sie deshalb nicht nur akzeptiert, sondern auch mag. Die Royals sind in den letzten 30 Jahren mit einer Seifenoper verglichen worden. Seit Diana eine eher behäbige, nach innen gerichtete, konventionelle Institution in etwas verwandelt hat, das das Interesse der Welt auf sich zog. Das war der Diana-Effekt. Es besteht die Gefahr, dass sie nur noch als eine Art von Berühmtheiten gesehen werden.
Aber ich glaube nicht, dass sie das sind. Ich glaube, die Königsfamilie hat eine echte Rolle zu spielen, sowohl in diesem Land als auch im Ausland. Sie tragen dazu bei, die Nation auf eine Weise zu vereinen, wie es Politiker in diesen gespaltenen Zeiten nicht mehr können. Eine Frau wie diese als Mitglied unserer Königsfamilie, ein hochrangiges Mitglied der Familie, wird viele Menschen, die sich bisher nicht für die Royals interessiert haben, plötzlich dazu bringen, sich für sie zu interessieren. Prinz Harry war damals der 5. in der Thronfolge, als er beschloss, Meghan Markle einen Antrag zu machen. Und da er der 5. in der Thronfolge war, musste er seine Großmutter um Erlaubnis bitten. Die Queen ist eine sehr pragmatische Frau. Sie war begeistert und erfreut, dass ihre Enkelkinder erfolgreich geheiratet haben, während ihre eigenen Kinder wirklich gescheitert sind. Und ich glaube, es hat sie in den letzten Jahren sehr gefreut, das Glück zu sehen, das sie hatten und haben. Die Königin muss begeistert sein, dass ihre Familie weiter wächst. Wir wissen, dass sie Prinz Harry sehr gern hat. Und zu sehen, dass er mit einer Frau glücklich ist und eine gemeinsame Zukunft mit Meghan aufbauen kann, muss für sie unglaublich befriedigend sein. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie die Arbeit, die Meghan geleistet hat und ihre Fähigkeiten, die sie in diese Rolle einbringt, sehr zu schätzen weiß. Ich glaube, das wird sich sehr positiv auf den Rest der Familie auswirken. Die Tatsache, dass er jemanden heiratet, der sich so sehr von allen anderen unterscheidet, die ihre Kinder oder Enkelkinder geheiratet haben, hat die Königin wahrscheinlich mit einem gewissen Stolz erfüllt. Das letzte Mal, dass die Heirat mit einer Geschiedenen in Erwägung gezogen wurde, war bei Edward VIII. Und Wallis Simpson. Das war fast das Ende der Monarchie. Es war eine Katastrophe. Wenn man das mit Edward VIII. Vergleicht, dem König, der auf den Thron verzichtete, um eine zweimal geschiedene Frau, Wallis Simpson, eine andere Amerikanerin, zu heiraten, sieht man den enormen Wandel der Monarchie, vor allem in der Regierungszeit dieser Königin. Die Zeiten haben sich so dramatisch geändert. Als die Königin auf den Thron kam, waren Geschiedene am Hof nicht willkommen. Jetzt sind 3 ihrer 4 Kinder geschieden. Ihr Erbe, Prinz Charles, ist ein Geschiedener, der mit einer Geschiedenen verheiratet ist. Es wurde viel über Meghans doppelte Herkunft gesprochen. Ich glaube nicht, dass das für die Königin ein Thema war und dass sie eine amerikanische Schauspielerin ist. Nun, wenn irgendwas für Aufsehen gesorgt hat, dann wohl das. Denn Meghan hatte bis zu diesem Zeitpunkt eindeutig ein sehr bewegtes Leben. Sie hatte 10 Jahre im Showgeschäft verbracht. Aber es schien nicht so, als hätte sie irgendwelche Leichen im Keller. Ich glaube, Diana wäre von Meghan begeistert gewesen. Ich glaube, sie hätte ihren Glamour geliebt, die Arbeit, die sie an der Wohltätigkeitsfront leistet. Aber vor allem hätte sie die Tatsache bewundert, dass sie ihren jüngeren Sohn so glücklich macht. Sie hätte in Meghan etwas von sich selbst gesehen. Die Tatsache, dass sie gelebt hat, um etwas zurückzugeben, dass sie einen Sinn für die weite Welt hat und Menschen hilft, die weniger Vorteile haben als sie selbst. Deshalb wäre sie auch begeistert gewesen zu sehen, dass Harry nicht mehr der wilde Harry ist, sondern der reife Harry. Der Vergleich mit der verstorbenen Prinzessin Diana lässt sich nicht vermeiden. Meghan hat offensichtlich dieses unglaubliche, natürliche Verhältnis zu Kindern und Menschen. Sie fühlt sich sehr wohl mit ihnen. Natürlich sieht sie sehr glamourös und wunderschön aus. Aber wie Prinzessin Diana vor ihr hat sie sich entschieden, für Dinge einzutreten, die traditionell für Aufsehen sorgen könnten. Und sie scheint keine Angst davor zu haben, sich für die Dinge einzusetzen, die ihr am Herzen liegen. Ich glaube, es hat etwas Mythisches an sich, dass Prinz Charles auf der Suche nach einer Frau war und die falsche gefunden hat. Er hat an den falschen Stellen gesucht. Harry hat seine sofort gefunden. Und es ist interessant, dass er keine Zweifel, keine Hintergedanken zugelassen hat. Er hat nicht zugelassen, dass die Höflinge des Palastes sagen, sind Sie sicher, Sir? Sind Sie sich Ihrer Sache absolut sicher? Denn er war sich vom ersten Tag an sicher. Wir freuen uns sehr, vielen Dank für beide. Ich hoffe, Sie werden sehr glücklich sein. Das ist alles, was ich sagen kann. Prinz Charles freut sich sehr für Harry. Ich habe sogar gehört, dass Clarence House sehr erfreut über die Verbindung ist.
ist. Er hat seine Söhne über einen langen Zeitraum hinweg als Alleinerziehender fantastisch erzogen. Und für alle Eltern ist es ein wunderbarer Moment, wenn sie wissen, dass ihr Kind die Person gefunden hat, mit der es den Rest seines Lebens verbringen möchte. Ich glaube, Charles ist sehr stolz auf Harry. Und ich glaube, die beiden haben eine Menge gemeinsam. Wir neigen dazu, Harry anzusehen und zu denken, oh, er ist wie seine Mutter. In Wirklichkeit ist er auch seinem Vater sehr ähnlich. Er ist emotional wie sein Vater und er ist sensibel wie sein Vater. Charles wird Harry gewarnt haben, um sicherzugehen, dass er die richtige Entscheidung trifft. Um wirklich sicher zu sein, dass dieses Mädchen voll und ganz versteht, wie ihr Leben aussehen wird. Ich meine, es gibt wirklich kein Zurück mehr. Wenn man erst einmal ein Mitglied der Königsfamilie geheiratet hat, vor allem jemanden, der so berühmt ist wie Harry, dann ist das Leben für die absehbare Zukunft in Stein gemeißelt. Für royale Verhältnisse war es ein schneller Antrag. Aber man darf nicht vergessen, dass Prinz Charles, wenn er die Frau geheiratet hätte, in die er sich zuerst verliebt hat, Camilla Parker Bowles geheiratet hätte. Wenn also irgendjemand Harry raten wird, heirate aus Liebe, mache nicht die gleichen Fehler wie ich, dann wird es Charles sein. Ich hatte noch nie von ihr gehört, bis eine Freundin sagte Meghan Markle. Und ich dachte, okay, erzähl mir ein bisschen mehr, keine Ahnung. Ich dachte, okay, ich muss mich anstrengen. 3-4 Wochen später überredete ich sie, zu mir nach Botswana zu kommen. Und wir campten unter den Sternen und verbrachten dort 5 Tage, was absolut fantastisch war. Wir waren ganz unter uns, was mir wichtig war, um sicherzustellen, dass wir uns wirklich kennenlernen können. Für mich ist es nicht, als würde ich etwas aufgeben. Es ist eine Veränderung. Eine neue Herausforderung. Ein neues Kapitel. Ich denke, Harry ist sich seiner selbst bewusst genug, um zu wissen, dass er der Bittsteller ist. Er ist derjenige, der verzweifelt darauf wartet, dass jemand sagt, ja, ich will. Weil er weiß, wie schwierig es ist, in diese Familie einzuziehen. Alle reden über den Glamour, aber so glamourös ist es nicht. Als sie ihren ersten Rundgang in Nottingham machte, wurde ihr bestimmt gesagt, stellen Sie sich das einfach wie den roten Teppich vor. Abgesehen davon, dass es keinen roten Teppich gibt, dass es kälter und nasser ist und man über das Wetter redet, nicht über den Verkehr in L.A. Man sollte sich keine Illusionen machen, Meghan wird es schwer haben. Jeder Neuankömmling in der Königsfamilie hatte es schwer. Offensichtlich fiel es keiner von ihnen besonders leicht. Vor allem Diana, aber auch Fergie und Sophie Rhys-Jones aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie hat ihr Zuhause aufgegeben, ihre Karriere. Sie hat wirklich alles aufgegeben, um nach Großbritannien zu ziehen und Mitglied der Königsfamilie zu werden. Sie hat ihr Privatleben aufgegeben, was für jeden eine große Sache ist. Man tut das also nicht, wenn es nicht wirklich die große Liebe ist. Und ich glaube, dass sie das für Harry empfindet. Ehrlich gesagt ist Kensington Palace ein Dorf, aber es kann sich auch ein bisschen wie ein Gefängnis anfühlen. Diana empfand es auf jeden Fall wie ein offenes Gefängnis. Und es wird ihr schwerfallen, einfach nur rauszugehen. Sie wird es nicht schaffen, einfach abzuschalten. Sie darf nicht mehr nur als Privatperson durch die Straßen laufen.
Die Schwierigkeit für sie ist, dass sie eine erfolgreiche Karriere hatte. Sie konnte einfach in ein Flugzeug steigen und nach Kuba fliegen, in der Karibik schnorcheln gehen und im Rahmen einer humanitären Mission nach Afrika reisen. Und sie musste niemandem Rechenschaft ablegen. Sie vertrat große kanadische Marken und Wohltätigkeitsorganisationen. Aber als sie Harry traf, hat sie sehr viel aufgegeben. Sie wissen schon, einfache Dinge wie die Suche nach einer anständigen Avocado. Das Erste, was einem auffällt, wenn man Meghan sprechen hört, ist, wie wortgewandt und intelligent sie ist und wie entspannt sie in der Öffentlichkeit spricht. Und das hat sie schon gemacht, bevor sie Harry traf. Wir wissen, dass sie sich leidenschaftlich für die Stärkung der Frauenrolle und die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt. Als sie 11 Jahre alt war, schrieb sie an eine US-Werbefirma und beschwerte sich darüber, dass sie sagen, Frauen in ganz Amerika kämpfen gegen fettiges Geschirr. Sie konnte nicht verstehen, warum sich das nicht auch auf Männer bezog. Es vergingen ein paar Wochen. Und zu meiner Überraschung erhielt ich ermutigende Briefe von Hillary Clinton, von Linda Ellerbee und von Gloria Allred. Es war wundervoll. Und es war ungefähr einen Monat später, als der Seifenhersteller Procter & Gamble den Werbespot für sein Spülmittel Ivory Clear änderte. Sie haben es geändert von Frauen in ganz Amerika kämpfen gegen fettige Töpfe und Pfannen zu Menschen in ganz Amerika. Das ist etwas, dem sie in ihrer ganzen Kindheit und ihrem frühen Erwachsenenalter gefolgt ist. Das ist ein deutlicher Hinweis auf eine wirklich sehr intelligente, ehrgeizige junge Frau. Schon in jungen Jahren war sie ein Mädchen, das einen moralischen Kompass hatte. Sie wusste, was richtig und was falsch war. Und ihre Mutter Doria war daran maßgeblich beteiligt. Schon in der Schule organisierte sie Demonstrationen gegen den Golfkrieg. Sie schrieb Briefe an Unternehmen, in denen sie sich über deren sexistische Werbung beschwerte. Lange bevor sie eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wurde, war sie eine Aktivistin. Und sie engagierte sich bei den Vereinten Nationen für Frauen. Ich finde, wenn man sie über Themen wie diese sprechen sieht, die ihr sehr am Herzen liegen, bekommt man ein echtes Gefühl für die Leidenschaft und die Entschlossenheit, die sie hat, um Veränderungen in der Welt herbeizuführen. Sie würde gerne wieder zur Schule gehen. Sie holt Wasser von sehr weit weg und dann kommt sie zu spät zur Schule. Außerdem ist sie wegen der Erreger im Wasser regelmäßig krank. Das tut mir so leid. Das ist das Wasser, für das sie all diese Arbeit auf sich nehmen muss. Es hält sie von der Schule fern und macht sie krank. Es ist also an der Zeit, Brunnen zu bauen und die Dinge besser zu machen, als das, was wir hier sehen. Es war wirklich toll, Teil davon zu sein. Es ist praxisnah und diesen Menschen hier sauberes Wasser zu geben, fühlt sich toll an. In dieser Gemeinde gibt es jetzt 12 Wasserstellen. Diese wurde letztes Jahr gebaut und versorgt 136 Haushalte mit Wasser. So leicht an Wasser zu kommen, ermöglicht es den Mädchen, in der Schule zu bleiben, weil sie nicht stundenlang laufen müssen. Diese Quelle hat die ganze Gemeinschaft verändert. Das ist wirklich toll zu sehen. Ich finde es sehr interessant, dass Meghan sich für einige recht anspruchsvolle Themen entschieden hat. Sie legt großen Wert auf Hygiene und Dinge, die einer durchschnittlichen Hollywood-Schauspielerin und schon gar nicht einem Mitglied der Königsfamilie in den Sinn kommen würden. Sie ist mit World Vision nach Ruanda gegangen, wo sie sich mit dem Problem fehlender Sanitäreinrichtungen befasst hat und den Auswirkungen auf kleine Kinder, die gezwungen sind, kilometerweit zu laufen. Ich glaube, was Wohltätigkeit
betrifft, weiß Prinz Harry einfach alles. Es begann ja schon, als er noch ein Baby war und dabei zusah, wie seine Mutter diese bemerkenswerten Dinge tat, als junge Frau vor ihrem Tod. Und er hat in Meghan jemanden gefunden, der, wie ich finde, Diana bemerkenswert ähnlich ist. Ich weiß, dass eines der Dinge, die Meghan und Harry zu Beginn ihrer Beziehung verband, ihre echte Leidenschaft für Philanthropie und humanitäre Anliegen war. Meghan hat einen Großteil ihrer Teenager- und Erwachsenenjahre damit verbracht, für die Rechte der Frauen und für Frauen auf der ganzen Welt zu kämpfen. Sie setzt sich sehr dafür ein, Frauen und junge Mädchen auf der ganzen Welt zu stärken. Luam Estefanos stammt aus Eritrea und rannte vor 4 Jahren buchstäblich los, um ihre Freiheit zu erlangen, während Kugeln auf sie zuflogen. Sie war eine Sklavin und arbeitet jetzt in einer Basisorganisation, um Menschen zu befreien, die in Eritrea noch immer Sklaven sind. Das ist so inspirierend. Sie ist unglaublich mutig und stark. Sie hat sich vor den Vereinten Nationen gegen die Führer ihres Landes ausgesprochen, die immer noch Menschen versklaven. Ich bin sehr emotional, weil ich es so beeindruckend finde. Sie ist einfach unglaublich. Also, das ist Luam Estefanos. Sie hat einen tollen Artikel im Time Magazine geschrieben. Und damit hat sie uns etwas bewusst gemacht, was uns sonst nicht bewusst gewesen wäre. Und das ist es, was Harry an ihr liebt. Ich bin mit World Vision nach Delhi und Mumbai gereist, um Mädchen und Frauen zu treffen, die von der Stigmatisierung der Menstruationsgesundheit betroffen sind und um zu erfahren, wie sie ihre Bildung behindert. Allein in Indien laufen 113 Millionen Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren wegen dieser Stigmatisierung Gefahr, die Schule abzubrechen. Während meiner Zeit vor Ort erzählten viele Mädchen, dass es ihnen peinlich sei, während ihrer Periode zur Schule zu gehen. Da sie schlecht ausgestattet sind, mit Lumpen statt Binden, können sie keinen Sport treiben. Und da keine Toiletten zur Verfügung stehen, in denen sie sich versorgen können, entscheiden sie oft, die Schule ganz abzubrechen. Darüber hinaus gibt es in der Schule oder zu Hause kaum Diskussionen über Menstruationshygiene, da das Thema tabu ist. Viele Mädchen glauben außerdem, dass ihr Körper böse Geister ausscheidet oder dass sie einmal im Monat verletzt werden. Dies ist eine beschämende Realität, die sie stillschweigend ertragen. All diese Faktoren setzen den Kreislauf der Armut fort und zerstören den Traum eines jungen Mädchens von einer besseren Zukunft. Ihre Arbeit in Indien, die sich für eine bessere Hygiene von Frauen einsetzt, ist wirklich ein ziemlich mutiger Schritt. Sie hat die Tatsache hervorgehoben, dass junge Mädchen in Indien oft die Schule abbrechen. Ich glaube, es ist fast ein Viertel. Der Kampf junger Frauen, die keine Bildung bekommen, weil sie keinen Zugang zu Hygieneartikeln haben, das sind düstere Probleme, derer sie sich angenommen hat. Das ist kein typisches königliches Wohltätigkeitsthema. Es ist nichts, worüber die Leute einfach so ins Gespräch kommen würden. Sie tut das nicht, weil sie denkt, dass es trendig ist und sie sich damit beliebt machen kann. Sie tut es, weil sie eine absolute Leidenschaft dafür hat. Ihre Arbeit ist mutig mit den Wohltätigkeitsorganisationen, vor allem in Indien, wo sie Initiativen unterstützt für Frauen, über die vor 20 Jahren im Radio, Fernsehen oder in großen Zeitungen nie gesprochen worden wäre. Als Harry 18 Jahre alt war, verbrachte er in seinem Auslandsjahr einige Monate in Lesotho, dem wunderschönen Königreich mitten in Südafrika, das von AIDS völlig verwüstet worden war. Er gründete eine Wohltätigkeitsorganisation namens Sentebale. Er kam zu seinem Vater nach Hause und sagte, ich möchte diesen Menschen helfen, ich möchte etwas tun. Und sein Vater sagte, du bist viel zu jung, du musst zuerst zur Armee. Wir reden darüber, wenn du deinen Militärdienst abgeleistet hast. Und er sagte, nein, ich möchte es jetzt tun. Er war absolut entschlossen. Und dann gründete er Sentebale, das sich um Kinder kümmert, die durch AIDS zu Waisen geworden sind.
Es ist ein Thema, das aus den Schlagzeilen verschwunden, aber weiterhin eine dringende Herausforderung ist. Im südlichen Afrika ist die Epidemie nach wie vor die häufigste Todesursache bei Jugendlichen. Hier in Großbritannien sind mehr Menschen infiziert als je zuvor. Wir wissen, dass HIV ein Virus ist, der vom Schweigen lebt und sich von Stigmatisierung ernährt. Ich denke, dass sich Meghan in Zukunft sehr bei Sentebale engagieren wird. Es ist etwas, das Harry sehr am Herzen liegt. Und er hat immer noch eine Verbindung zu vielen der Kinder, denen seine Organisation hilft. Einer davon ist ein Junge namens Mutsu, den er als 4-Jähriger zum ersten Mal traf. Und der eines der Kinder war, die ihn dazu inspirierten, diese Organisation zu gründen. Im Gedenken an seine Mutter Diana. Weil er sich mit diesen Kindern, den AIDS-Waisen, verbunden fühlte, hatten sie das gemeinsame Gefühl des Verlustes, das ihn bewegte und gegen das er etwas unternehmen wollte. Und er ist im Laufe der Jahre oft zurückgekehrt. Und ich hatte das Glück, ihn vor ein paar Jahren bei der Eröffnung des Mamohato Center in Lesotho wieder mit Mutsu vereint zu sehen. Es war ein wirklich schöner Moment. Und ich würde gerne sehen, wie er Mutsu irgendwann auch Meghan vorstellt. Prinz Harry zeigt ein echtes Gefühl der Hingabe. Wenn ihm etwas am Herzen liegt, geht er immer wieder zurück. Und ich bin mir sicher, dass er das unbedingt mit Meghan teilen möchte. Ich habe meine Polostiefel nicht. Ich brauche die Polostiefel aus dem Auto. Filmen Sie das. Du hast deine Stiefel vergessen. William und Harry waren ihr ganzes Leben lang die besten Freunde. Sie sind sich so nah, wie Brüder nur sein können. Ich vermute, dass sie vor allem aufgrund der Schwierigkeiten in ihrer Kindheit aneinander festhielten. Es sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. William ist ein sehr maßvoller, vorsichtiger und kontrollierender Mann. Harry ist sehr instinktiv und voller Ideen, steht auf und geht und trifft Entscheidungen sofort. Diese Brüder stehen sich unzertrennlich nah. Es gibt eine Verbindung, die einfach nicht getrennt werden kann. Und deswegen glaube ich, dass Harry immer Williams rechte Hand sein wird. Auch wenn er in der Nachfolge nach unten gerutscht ist. Das spielt eigentlich keine Rolle. Er ist die Person, an die sich William wenden wird, wenn er irgendwann auf dem Thron sitzt. Harry ist ein perfekter Kontrast zu seinem Bruder. Und Meghan ist eine sehr glamouröse Ergänzung der königlichen Familie. Und vergessen wir nicht, dass es bei der Königsfamilie nicht nur um Substanz geht, sondern auch um Stil. Und sie verleiht der Familie tatsächlich eine Art Hollywood-Glanz, so wie es Grace Kelly in den 50er Jahren mit der monegassischen Königsfamilie tat. Die letzte amerikanische Schauspielerin, die einen europäischen Royal heiratete, war Grace Kelly, die zu dieser Zeit eine berühmte Königin Hollywoods war. Und so war es sehr unwahrscheinlich, dass sie Prinzessin von Monaco werden würde. Aber sie schaffte es, mit einer sehr glamourösen Hochzeit mit Prinz Rainier. Als Kate heiratete, brachte sie diesen Sternenstaub in die Königsfamilie, den wir seit den Tagen von Diana nicht mehr gesehen hatten. Wir wollten wissen, welchen Designer sie trug, welche Schuhe, wer ihr Make-up, ihre Nägel gemacht hatte. Die Berichterstattung über die jungen Royals hatte plötzlich eine völlig neue Dimension. Und das war das königliche Trio. Nun, aus 3 werden bald 4. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie die Fab Four in Zukunft zusammenarbeiten. Harry war lange fast so etwas wie das dritte Rad am Wagen. Und obwohl sie als Royal Foundation gemeinsam sehr wichtige Arbeit geleistet haben, wird es ihm viel bedeuten, jemanden an seiner Seite zu haben, der ihn bei seiner eigenen Arbeit unterstützt. Aber auch jemanden, der unter dem Dach der Royal Foundation einen eigenen Zweig gemeinnütziger Arbeit aufbauen kann. Die Langlebigkeit einer Institution geht mit der Anpassung an die sich ändernden Zeiten einher. Mein Bruder und ich gründeten die Royal Foundation, um die Arbeit, zu der unsere Familie seit langem beiträgt, zu stärken und sie mit einem fortschrittlichen Ansatz zu ergänzen, indem wir den Menschen vor Ort zuhören, mit der Basis zusammenarbeiten und Programme erstellen, die auf lokalem Wissen und gewonnenem Vertrauen basieren, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.
Was interessant ist, dass ich viele Leute sagen höre, wenn sie über die Rechte von Mädchen und auch Frauenrechte sprechen, sie sagen oft, wir helfen Frauen, ihre Stimme zu finden. Und das finde ich nicht richtig. Frauen müssen keine Stimme finden. Sie haben eine Stimme. Sie müssen nur ermutigt werden, sie zu nutzen. Und die Menschen müssen ermutigt werden, zuzuhören. Es war wirklich inspirierend zu sehen, wie die 4 zusammenarbeiteten und über ihre Ambitionen für die Zukunft sprachen. Man hatte das Gefühl, dass sie wirklich sehr gut miteinander auskommen. Es gab jede Menge Humor. Als William Kate heiratete, hat sich die Beziehung zwangsläufig etwas verändert, wie es bei Geschwisterbeziehungen immer ist, wenn eine dritte Person dazukommt. Die Ankunft von Meghan wird den Kreis gewissermaßen fortsetzen oder ihn schließen. Denn seit 6 oder 7 Jahren ist Harry neben Kate und William die dritte Person. Sie haben ihre Wohltätigkeitsorganisation gemeinsam und engagieren sich gemeinsam. Und wir werden sehen, wie alle 4 Dinge gemeinsam unternehmen. Sie werden da draußen 2 beeindruckende Paare sein. Sie werden sehr erfolgreich sein. Ich glaube aber, dass die Gefahr besteht, dass Harry und Meghan William und Kate in den Schatten stellen könnten. Die Tatsache, dass Meghan so viel Erfahrung in Bezug auf ihr Leben in der Öffentlichkeit und ihre humanitäre Arbeit mitbringt, ist für Höflinge von großem Vorteil, wenn es darum geht, wie sie am besten auf ihr neues Leben vorbereitet werden kann. Es ist ein gewaltiger, erdbebenartiger Sprung von Hollywood zum Kensington Palace. Es ist ein gewaltiger Übergang. Und ich glaube, dass der Palast bei der sogenannten Operation Prinzessin, dem Programm hinter den Kulissen, um Meghan zu helfen, wirklich sehr aktiv vorgegangen ist. Königliches Protokoll, Etikette, Sicherheitsfragen, das sind alles Dinge, die gelernt werden müssen. Ihr Leben als Royal wird sich stark von ihrem Leben als Hollywood-Schauspielerin unterscheiden. Im Laufe der Jahre haben andere in die königliche Familie eingeheiratet, Sarah Ferguson und Diana Spencer. Sie kamen damit nicht zurecht und fanden die Erwartungen zu hoch, zu hart. Meghan ist viel älter, viel selbstbewusster und erfahrener. Und ich glaube, das gibt ihr sehr gute Chancen, gut zurechtzukommen. Harrys letzte 2 großen Affären, seine beiden großen Beziehungen mit Chelsea Davy und mit Cressida Bonas, hielten nicht lange. Ganz einfach, weil diese Mädchen das Leben als Prinzessin nicht wollten. Ich glaube, dass das, was sie beide wirklich abgeschreckt hat, die Aufmerksamkeit der Presse war. Ich glaube, sie waren 2 sehr private Mädchen, die es hassten, dass ihr Leben und das ihrer Freunde und Familien plötzlich von den Medien mit Füßen getreten wurde. Sie hatten vielleicht Probleme mit dem Rampenlicht, mit der Aufmerksamkeit der Medien und vielleicht auch mit der Rolle, die sie an der Seite des Prinzen haben würden. Meghan hatte zweifellos einen Vorsprung als Schauspielerin. Sie ist an die Kameras gewöhnt. Sie ist sehr medienaffin. Sie weiß, wie diese Welt funktioniert. Aber Harry schoss schon sehr früh einen Warnschuss Richtung Medien ab. 6 Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, kam die Beziehung an die Öffentlichkeit. Und es tauchten schlimme Geschichten auf. Sobald es irgendeine rassistische Äußerung in den Medien gab, reagierte er sofort. Harry gab zu diesem Zeitpunkt eine Erklärung ab, die völlig beispiellos ist. Er sagte nur, haltet euch zurück. Ich habe versucht, dich zu warnen. Aber wir waren beide völlig überrascht von der Reaktion nach den ersten 5 oder 6 Monaten, die wir für uns hatten. Ich glaube, man kann so viele Gespräche führen, wie man will und versuchen, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Aber wir waren völlig unvorbereitet auf das, was danach geschah. Harry hat sich Zeit genommen, die Frau zu finden, mit der er den Rest seines Lebens teilen möchte. Er hatte auch andere Freundinnen, Romanzen, die vielleicht über längere Distanzen reichten, aber aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert haben. Und mit Meghan Markle hat er jemanden gefunden, mit dem er eine lange, glückliche und erfüllende Beziehung führen kann. Und mit Meghan hat er jemanden gefunden, mit dem er seine Last teilen kann. Was auch immer das ist, sie kann in sein Inneres hineinschauen.
Sie kann ihm helfen, ihn verstehen. Und ich finde, all diese Dinge sind unglaublich positiv. Natürlich hat sie in Prinz Harry den großartigsten Mentor, den sie sich wünschen kann. Jemanden, der vor der Linse der Welt aufgewachsen ist und die Fallstricke, die Vorteile und alles kennt, was das Leben eines Royals mit sich bringt. Und er ist in der besten Position, um Meghan die Grundlagen beizubringen. Bei der Suche nach Meghan standen, wie Harry selbst sagte, die Sterne richtig. Er hat nicht nur diese schöne, intelligente Frau gefunden. Ich meine, er sagte, er müsse besser reden lernen, als er sie zum ersten Mal traf. Aber er hat auch jemanden gefunden, der, wie er es selbst ausdrückt, so gut in diesem Job selbst ist, weil sie es schon früher getan hat. Sie ist es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn auch nicht in dem Maße, wie sie es jetzt tut. Aber sie hatte bereits dieses humanitäre Interesse. Sie hat Lebenserfahrung. Sie war da draußen und hat etwas getan und war unglaublich erfolgreich. Ich finde, sie bringt eine Menge mit. Dank des Internets und der sozialen Medien ist die Welt heute vernetzter denn je. Es ist Teil unseres Alltags und hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, grundlegend verändert. Junge Führungskräfte haben die größte Chance aller Zeiten, das gesamte Commonwealth zu erreichen und Veränderungen auf globaler Ebene herbeizuführen. Meghan und Harry werden der ausländische Arm der königlichen Familie sein. Sie werden mehr im Commonwealth arbeiten. Schließlich hat Prinz Harry Afrika immer als seine zweite Heimat bezeichnet. Daher bin ich sicher, dass sie in den nächsten 10, 15 Jahren öfter außerhalb Großbritanniens leben werden als William und Kate, die der heimische Arm der Königsfamilie sind. Sie sehen sich als Team, das Dinge anpackt. In dem Interview, das Sie zur Verlobung gaben, sagten Sie, dass das Commonwealth in Ihrem zukünftigen Leben eine große Rolle spielen werde. Was wirklich spannend ist, wenn wir über den Übergang von meiner Karriere in diese Rolle sprechen, ist, dass ich mich noch mehr auf die Dinge konzentrieren kann, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, dass man schon sehr früh merkt, dass sobald man Zugang oder eine Stimme hat, der die Leute zuhören, damit auch eine Menge Verantwortung einhergeht. Und wenn man in der Lage ist, das Commonwealth zu besuchen, dann ist das erst der Anfang. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Sie glauben, dass sie etwas bewirken können. Ich glaube, Harry hat durch seine eigene Arbeit für Veteranen, Wohltätigkeitsorganisationen und für die psychische Gesundheit bewiesen, dass er und Meghan ein beeindruckendes Team sein können. Sie spiegeln die Anliegen der Bevölkerung wider, prägen diese aber auch kraftvoll und nutzen die immense Autorität der Monarchie, die in vielerlei Hinsicht mächtiger ist als die Macht politischer Führer. Er hat an Commonwealth-Projekten im Vereinigten Königreich und im Ausland gearbeitet. Zum Beispiel an den Commonwealth Young Leaders und dem Queen's Commonwealth Canopy Project. Ich würde gerne sehen, wie die beiden eine Botschafterrolle übernehmen, um die Welt reisen und ihre Magie entfalten. Die Leute auf der Straße wissen es. Und von Harry und Meghan wissen sie, dass sie zwei durch und durch nette Menschen sind, die verliebt sind und tatsächlich etwas bewirken wollen. Das war die große Stärke der Königsfamilie. Sie wollen Wohltätigkeitsarbeit leisten und etwas bewirken. Ich finde, es ist eine große Bereicherung für die königliche Familie, Meghan als jemanden mit gemischter Abstammung zu haben. Es macht sie repräsentativer für das Vereinigte Königreich, aber auch für das Commonwealth und die ganze Welt. In einer Zeit, in der Großbritannien politisch Gefahr läuft, sich zu isolieren. Es ist eine wichtige Botschaft und ein großer Bonus für die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA. Sie wird in Kürze 37, die Zeit drängt. Harry hat deutlich gemacht, dass er Kinder möchte. Und ich gehe davon aus, dass sie bis zu ihrem 40. Lebensjahr ein paar Kinder hat. Wir alle würden ihn gerne mit eigenen Kindern sehen. Und ich glaube, das wird bald passieren. Ich glaube, dass sie, weil sie 2 oder 3 Jahre älter ist als er und ein Leben hatte, viel mehr vom Leben versteht als Harry. Sie hat weit außerhalb des Goldfischglases des Königshauses gelebt. Man sieht, dass in ihrer Liebe zueinander etwas liegt.
das durch ihre gemeinsame Sorge um die am stärksten Benachteiligten entfacht wird. Sie ist keine schüchterne, zurückhaltende Prinzessin. Sie ist wortgewandt. Sie kennt ihre eigenen Gedanken. Und ich glaube, sie wird viel erfrischende Abwechslung und Kontinuität in die Königsfamilie bringen. Und ich glaube, dass Harrys Hochzeit mit Meghan eine ganze Menge Menschen, die bisher nicht das Gefühl hatten, dass die Monarchie für sie relevant ist, auf ihre Seite bringen wird. Sie ist eine starke Frau und ich bin sicher, dass sie ihren Weg gehen wird. Sie scheinen sich wirklich gut zu verstehen und Spaß miteinander zu haben. Aber sie erkennen auch ihre Stärke als Paar. Es wird die Dinge auf eine Weise verstärken, wie sie es allein, selbst als die Stars, die sie sind, nicht könnten. Und letztendlich sind sie Hals über Kopf verliebt. Eine solche Chemie kann man nicht vortäuschen. Sie sind ineinander vernarrt. Wenn man sie bei Auftritten beobachtet, können sie nicht die Finger voneinander lassen. Mit Meghan Markle hat er jemanden Ebenbürtiges gefunden, der Seite an Seite mit ihm stehen kann. Sie haben die Zeit eingefangen, wie es für sie angemessen war. Und alles andere war Glück. Wir hatten Glück mit Prinz Harry und Meghan. Wir hatten Glück und das sollten wir ausnutzen. Sind sie dem Volk voraus? Nein, sie gehören zum Volk. Ich meine, mal ehrlich, ein Hollywood-Autor hätte dieses Drehbuch nicht besser schreiben können. Mit Ruhm gehen Chancen einher. Aber es beinhaltet auch die Verantwortung, sich einzusetzen und zu teilen. Sich weniger auf gläserne Pantoffeln zu konzentrieren und mehr darauf, gläserne Decken zu durchbrechen. Und, wenn ich das Glück habe, zu inspirieren.